über 30 Jahre lang auch in London hat die sogenannte Opera seria Form regiert, die Opernform, die aus langen Arien besteht, wo die Handlung stillsteht und zwischendurch sind die Rezitative, in denen die Handlung fortgesponnen wird. Diese Form ist relativ starr gewesen und hatte in England irgendwie keine Überlebenschance so richtig mehr. Das Publikum war es ein bisschen satt. Und Händel hat das natürlich bemerkt und hat versucht, mit seinem Genie dagegen anzugehen und sich neue Formen oder Weiterentwicklung dieser Form zu überlegen. Und da ist Xerxes ein wunderbares Beispiel für. Die Arien werden kürzer, es wird überhaupt viel mehr, es gibt sehr viele unterschiedliche kürzere Teile, in denen auch die Handlung weiterläuft. Das heißt, es gibt nicht immer wieder diesen Arienstillstand, in der eigentlich dann ja nur die, in Anführungsstrichen, nur die Musik regiert, sondern es wird wirklich kontinuierlich die Handlung fortgeführt. Das ist das Neue, aber letzten Endes hat das offensichtlich auch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Xerxes ist wahrscheinlich nur 5-mal aufgeführt worden und dann wurde es wieder vom Spielplan genommen. Es war einfach die Zeit vorbei in London. Ab dann hat Händel kurz danach nur noch in Anführungsstrichen auch Oratorien geschrieben, die er quasi durch die Musik inszeniert hat. Die sollten nicht auf der Bühne stattfinden. Vielleicht seine musikalisch großartigsten Stücke überhaupt, die dann gekommen sind. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal erforderlich gewesen, die sogenannte historische Aufführungspraxis, die einfach dieser ganzen Musik sehr genützt hat, insofern, als sie wieder back to the roots gegangen ist, sich der Mittel bedient hat, die man damals musikalisch hatte. Das ist mit sehr viel mehr Leben gefüllt, sehr, sehr viel rhythmusbetonte Musik ist ja im Hochbarock gewesen, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. All das war die Voraussetzung, überhaupt diese Musik wieder richtig zum Leben zu bringen. Und das gilt natürlich nicht nur für Xerxes, sondern für alle Opern dieser Zeit auch ganz allgemein. Xerxes bietet tatsächlich durch diese etwas straffere Form, durchlaufendere Form, sehr viel mehr Möglichkeiten, wirklich am Ball zu bleiben, die Spannung hochzuhalten, die unheimlich vielen schnellen, auch zum Teil sehr kontrastreichen Wechsel der einzelnen Arien und Mini-Arien, die da vorkommen, macht es einem da auch das Ganze etwas leichter. Ja, und dann in einer genialen Inszenierung von Stefan Herheim wird das Ganze einfach zu einem unglaublich unterhaltsamen, lebendigen Abend. Seit überhaupt der Entstehung der Oper, seit Monteverdi, waren die Sänger immer die großen Stars. Dafür wurde auch schon immer 80% des Gesamtbudgets ausgegeben und der Rest blieb dann noch für ein kleines Orchester, vielleicht einen kleinen Chor und noch ein bisschen Ausstattung. Also es war schon enorm, dieser Starkult, der dann vielleicht seinen ersten ganz, ganz großen Höhepunkt fand in eben dieser Zeit, der Händel-Zeit. Die italienischen Kastraten, die sich dadurch auszeichneten wohl, dass sie erstens einen riesigen Stimmumfang hatten, das heißt über 3 Oktaven, was heute keine Stimme eigentlich mehr schafft. Und das alles in einem ganz speziellen Timbre, sehr eigentlich knabenhaften Timbre. Und das war damals das Nonplusultra. Nach diesen Kastraten wurde gefragt und wenn man die auf der Bühne hat, war es eigentlich normalerweise immer auch gleich ein Erfolg. Wir haben Gott sei Dank keine Kastraten heute mehr, müssen also sehen, wie wir damit umgehen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir besetzen es mit einer Frau, einem Mezzo, oder wir besetzen es mit einem Countertenor, die wir ja auch erst seit gar nicht so vielen Jahrzehnten wieder zur Verfügung haben und die dieses Metier inzwischen sehr, sehr, sehr gut als Spezialisten beherrschen. Für uns hat natürlich auch die Countertenorstimme noch etwas ganz Spezielles, weil auch irgendwo immer noch Exotisches. Wir haben ja die ganze Tradition dazu, war ja unterbrochen. Das 19. Jahrhundert kannte das alles nicht, hätte es überhaupt auch nicht vertragen, dass ein Mann plötzlich in so einer hohen Stimmlage singt, was im 18. Jahrhundert ganz normal war und keiner komisch fand. Und heute, glaube ich, sind wir auch schon wieder fast an dem Punkt, wo es auch die meisten nicht mehr komisch finden. Sie haben auch eben gerade in der oberen Lage ein ganz spezielles Timbre und eine Virtuosität, die dieser Sache doch sehr gerecht wird.
bin Regisseur wegen der Musik, nicht umgekehrt. Ich bin zum Theater wegen der Musik gekommen und aus Liebe zur Musik. Und ich werde nach wie vor total von der Musik diktiert in meiner Arbeit. Und daher geht es schon sehr, sehr genau auf diese kompositorische Vorlage, damit auch das Gefühl entsteht, es wird tatsächlich auch improvisiert. Wir veredeln nicht und kolportieren nicht da etwas Heeres, Bestehendes, Jahrhundert Altes, als würden wir auf den Knopf einer CD drücken, sondern wir müssen das Gefühl haben, die Sänger stehen hier und jetzt in einer Situation, die sie ermutigen und motivieren, diese Töne hier und jetzt ganz neu und frisch zu produzieren, als wären sie von heute. Es ist natürlich ein Versuch, die Sprache des barocken Zeitalters irgendwie jetzt nicht 1:1 abzubilden. Das wäre auch gar nicht möglich. Wir haben nicht die Voraussetzungen in unserer Zeit, das so zu lesen, wie es damals gedeutet und verstanden wurde. Aber umso wichtiger die Übersetzungsarbeit, damit diese Mechanik zum Vorschein kommt. Und natürlich müssen wir mit anderen mechanischen Zeichen und Bedeutungen arbeiten. Ich zitiere da haufenweise Bilder, die in unseren Köpfen unmittelbar jetzt rumschwirren. Es sind Zitate aus Filmen drin, aus Literatur und so weiter. Auch im Text haben wir Sachen ein bisschen geändert, damit Leute unmittelbar das Gefühl haben, wir bewegen uns hier nicht auf fremdem Terrain, sondern genau im Zentrum der Selbstdarstellung eigentlich. Also wir zitieren ja auch regelrecht ganz viele unterschiedliche Figuren archetypisch herbei, die eben diese Prinzipien, ob Treue, ob Jugend, ob Demut oder ob Übermut und königliche Herrschaft und Tyrannerei, Willkür und so weiter, das spiegelt sich auch in den Kostümen wieder. Ja, die Idee ist, dass sie wirklich irgendwie sozusagen um diese Bretter, die die Welt bedeuten, was ja die barocke Bühne eben ausgemacht hat, die kämpfen um das Recht sozusagen, dass diese Welt nach wie vor bestehen darf, dass es nach wie vor funktioniert, dass das Publikum auch entsprechend darauf reagiert, dass sie geliebt werden. Also eigentlich kämpfen diese Menschen auf der Bühne die ganze Zeit um das Recht, hinter diese Masken, hinter dieses kunstvolle, virtuose Bekleiden von Rollen, von einem Fach, was sie ein Leben lang entwickelt haben, weiter irgendwie aufrechthalten zu können und damit diese Bühne ihre Existenzberechtigung behält.